Alright, dann Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Wir sind auf Server EU4 an Tag 4 und heute werden die Players to Watch vorgestellt. Ja, wir werden sehen, wer sich beworben hat, was sie für Ziele angegeben haben und wie weit sie in diesen 4 Tagen erstmal grob gekommen sind. Und falls ihr euch dort nicht wiederfindet, aber selber auf EU4 spielt, könnt ihr euch per Videokommentar auf jeden Fall schon mal mit eurem Namen und euren Zielen für diesen Server bewerben. Ja. Und vorher aber werden wir nochmal gerade bei mir reingucken. Also tatsächlich hatte ich ja im letzten Video erwähnt, dass ich auf EU3 einiges an Alu auch verpasst habe. An Tag 3 meine ich natürlich. Und das wiegt doppelt schwer, weil am 4. Tag haben wir zwar noch die Standard-Events, aber nicht mehr das Server-Start-Event. Also XP-Event ist weggefallen und es macht es natürlich schwer, von 67 hoch zu questen. Dementsprechend hatte ich mir jetzt noch mal überlegt, lad mal noch mal ein bisschen was rein, gehe noch mal ein bisschen ins Epic-Event. Ich habe mich noch mal etwas verbessert und wir haben jetzt eine Chance, den Toxic Dragon zu legen, um die 10 bis 0,1 bis 0,13% im Schnitt. Das ist nicht viel. Es gab auch schon ein paar Tries und im Prinzip, das war sogar hier ein Fight. Hier, genau, das ist er. Bevor ich mich nochmal umequipped habe, ich erkläre euch gleich, was ich gemacht habe, aber beim Baden ist es so, es gibt halt auf der passiven Seite nur die Hoffnung, nicht viel Damage zu kassieren, aber auf der aktiven Seite sieht man natürlich vor dem Angriff, welche Flut, gibt es dort einen Crit, wie kann das Ganze ablaufen, und man sieht zum Beispiel hier in diesem Versuch, ich habe so viele Hits ausgehalten, habe aber leider nur einmal gekrittet. Klar, der Gegner hat auch nicht geblockt, das sind so diese Tries, bei 0,1% darf der Gegner halt eigentlich ja auch nicht blocken. Aber das wäre ein Ding gewesen, der hätte fallen können, wenn ich dann 1-2 Crits mehr gehabt hätte, doppelter Schaden mindestens. Und neben dieser aktiven Seite kommt natürlich auch noch dazu, wir haben eben jetzt hier nochmal eine andere Waffe, die hat eine hohe Spanne. Also das heißt, der RNG-Faktor, den ja alle Klassen haben, mit der hohen Spanne, gepaart aber, welche Flut hat man zuvor und wird es ein Crit oder nicht und wird der Gegner blocken oder ausweichen oder nicht. Also es gibt sehr viele verschiedene RNG-Faktoren auf der aktiven Angriffsseite, aber auf der passiven Seite, also auf der Seite des Überlebens, gibt es nur die Hoffnung, nicht viel Damage zu kassieren. Und diese Kombination finde ich eigentlich als Kampfbeobachter sehr, sehr spannend. Ja, das wird auch nichts. Ja, wenn der Gegner crittet jetzt hier, mit mehr Ausdauer hätte ich noch mal überlebt, aber 761.000 ist auch zu viel. Vorher ist halt aber auch kein Crit passiert. Einmal hat er geblockt. Ja, wenn das so aussieht mit der gelben Flut, ist es schon mal ganz nice. Wir haben 1005 Glück, der Gegner 600. Man würde denken, hey, man müsste doch übelst viel critten, aber es geht ja immer um die gleiche Stufe. Der hat fast eine höhere Stufe, das heißt, meine Crit-Wahrscheinlichkeit liegt bei 25%. Ne, Quatsch, Moment. Bei 37,5 durch 2. Also eine Crit-Chance auf 18% grob, das ist natürlich jetzt auch nicht viel, jeder 5. Angriff. Der Gegner, der müsste eine Crit-Chance haben, ja, weiß gar nicht, wie das bei ihm jetzt aufgestaffelt ist, aber wahrscheinlich ähnlich hoch. Er crittet ja auch ungefähr ähnlich viel. Jetzt hatte ich hier schon einen Crit bekommen mittendrin, das macht es dann auch sehr schwer. Und ja, ich hatte ja gesagt, dass meine Chancen vorher niedriger waren, und zwar hatte ich einen Ausdauerstein mehr, einen Innenstein weniger. Und als ich das dann mal getauscht habe, habe ich laut SF-Chem Tools gemerkt, okay, das ist besser. Das heißt, der Bade sollte eigentlich gespielt werden, natürlich mit ausreichend Ausdauer, aber so, wenn man jetzt sieht, okay, 1801 Constitution müsste ich mindestens haben bei so viel Intelligenz. Das heißt, 100 Intelligenz mehr darf man maximal vielleicht nur 70 Ausdauer dann weniger haben. Also das wäre so das Optimum anscheinend gegen diesen Stärkegegner hier. Ob das jetzt danach zusammenliegt, weil er selber nicht so viel Damage macht. Es gibt ja sicherlich den einen oder anderen Stärkegegner, der auch mehr Damage macht, wo man dann vielleicht dann doch sagt, mehr Ausdauer wäre relevant. Das kann zu jedem Gegner einzeln variieren, und ja, natürlich, das wird nix, das sehen wir schon. Also es wird jetzt sehr lucky sein, genau diesen Versuch rauszubekommen, aber das Ganze ist wirklich sehr spannend. Jetzt, das war halt nicht mal, also es ist auf der einen Seite kompliziert, auf der anderen Seite aber spannender, weil man durch diesen Schadensbonus manchmal, also der Angriff stackt sich ja eigentlich, aber so richtig fühlt sich das gar nicht an, weil er mal
mit einer niedrigen Schadensbonus eine niedrige Spanne hat oder mit einer niedrigen Schadensbonus eine hohe Spanne, mit einem hohen Schadensbonus eine niedrige Spanne hat. Das kann variieren während einer Flöte. Ja, weiß ist natürlich das niedrigste, das ist dann nicht so nice. Ich gucke mir die Fights eigentlich gerne an, wenn ich wenigstens mit dem anfange. Hat er hier geblockt? Zweimal geblockt. Das hat nur noch geblockt, lol. Okay, dann darf er jetzt aber nicht mehr blocken. Hey. Okay. 100.000 ist gut. Ohne Crit jetzt hätte man schon... Ja, ist schon vorbei. Ist schon vorbei. Ja, der beste Versuch war auf 100... Heiß die Wand an. Ja, der beste Versuch war auf 0. Oder was? Jetzt schauen wir mal an. Das muss ja sehr knapp gewesen sein, so oder so. Er fängt schon mal an. Wir haben nur den schwarzen. Aber ein Crit. Schön. Auch nochmal ein Crit. Ja, starker Anfang. Ja, einmal ohne Flöte. Jetzt aber gelb. Oh, okay. Krass. Krass. Leute, ich sag euch, klar, das war ein fetter Crit. Minus 80.000, also ein Overkill. Aber... ich sag euch mal, warum das so knapp war. Wir gehen mal ein bisschen rein in den Fight. Ja, hier ist okay, passt. Anfang war gut. Hier kam jetzt eigentlich eine schlechte Phase. Und pass mal auf, 69.000 hätte er mich gekrittet, wäre ich schon tot gewesen. Hier hat er noch mehr wenig. Er hat die letzten 2 Angriffe richtig schlecht performt, der Gegner. Und dadurch habe ich irgendwie gewonnen, das Ganze. Hatte natürlich Glück auch zu kritten. Ohne Crit hätte ich auch nicht gewonnen. Aber er hätte schon vorher kritten können, da wäre ich schon weg gewesen. Und dann hätte er den gleichen damit schon noch machen müssen, wäre ich auch weg gewesen. Also mega knapp. Und ihr habt gesehen, 2 Level-Ups. 2 Level-Ups, ja. Und, na schön. Das Schöne ist, dass der Dungeon jetzt hier, obwohl es eigentlich, ja, von der Stufe her nochmal ein deutlicher Unterschied ist, der ist jetzt nicht sonderlich schwerer. Der hat die gleichen Chancen. Er ist sogar ein bisschen einfacher jetzt durch den Level-Up. Also... das ist ja so ein Ding, dass der Bade gegen den Geschickgegner da ein bisschen besser zurechtkommt. Der Magier hätte jetzt bei dem extreme Probleme. 0,4% und der Bade ist bei 0,20% im Schnitt. Mit gleichem Gear. Hoffen wir jetzt, dass es... also im Prinzip müsste ich jetzt sagen, anhand der Chancen, die ich hatte, habe ich sogar weniger Pilze ausgegeben als erwartet. Also ich habe natürlich... oh, da war auch schon ein knapper Versuch dabei. Für die Epics und für die Steine nochmal ein paar Pilze hingeworfen. Aber rein von den Versuchen her war ich unter Schnitt. Das sollte sich jetzt hoffentlich bei dem Kingsaurus ähnlich verhalten. Aber hey. Ich lasse das ja jetzt noch mal ein paar Versuche durchgehen. Jawolski. Super geil, super geil. Jetzt klappt es auch endlich. Wir haben eine Waffe bekommen. Die hebe ich mir mal auf. Die hebe ich mir auf. Schön. Ja, die Waffe war natürlich recht aktuell schon. Spanne nicht ganz so hoch. Spanne macht auch ein bisschen was aus, aber 3 Tribute ist auch fett. Mal gucken, ob ich das brauche. Jetzt machen wir hier mal... ja, verkaufen wir mal das Ding hier und das Ding raus. Und jetzt können wir nämlich entspannt... oh, klasse. Gleich den Key bekommen, gleich noch ein paar mehr Dungeons machen. Level 75, obwohl wir kein XP-Event mehr haben, sollte demnach machbar sein für mich heute. Immerhin an Tag 4. Also ich hätte es mit etwas viel Glück auch an Tag 3 schaffen können, dann hätte ich aber definitiv nicht die Alu verpassen dürfen. Den Rest hätte ich vielleicht auch so noch hinbekommen. Die Steine waren ein bisschen besser, ein paar, also 3, 4 Werte besser, definitiv. Jetzt immer 72,5. Den legt man noch. Jetzt sind wir 73. Jetzt müsste man den auch noch schaffen. Ja, den sollte man schaffen. Der ist schwächer von der Stufe her als der Kingsaurus, den wir hatten. Aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt auch nicht mega gering. Gucken wir mal Green Gremlin rein. Nee, nicht Greenish, oder? Doch, Greenish Gremlin. Ach doch, die Chance ist hoch. Die Chance ist hoch, hallo. Okay. Die Chance ist extrem hoch. Und da kriegen wir ein Epic. Aber ich meine, wir sind jetzt, ne, die Stufen, ne, die wir jetzt aufgehen, ne. Ja, okay. Ich glaube, das verkaufe ich gleich. Das werde ich nicht brauchen. Das ist nicht so wichtig. 74. Jetzt kommt der Braunbär. Wie sieht es denn bei dem aus? Geht der auch schon noch? Der hat eine ganz geringe Chance. Der hat eine ganz, ganz geringe Chance. Es wäre halt clever, den jetzt auch noch zu machen.
damit wir so viel Alu wie möglich noch übrig haben. Ich habe noch 200 Alu. Ich müsste versuchen, das jetzt noch am Tag auch zu spielen, damit ich vielleicht auch die Day-Pads noch kriegen kann. Das ist alles nicht wahrscheinlich, aber es kann funktionieren. Dazu muss dieser dann noch fallen. Dafür werde ich mich jetzt nochmal privat einsetzen, denn jetzt hier im Anschluss maximal gibt es vielleicht nochmal ein kleines Update am Ende des Tages von mir. Sollen ja die Players to Watch kommen. Vielen Dank fürs Zusehen. Danke, ihr habt mir sehr viel Glück gebracht, Leute. Freut mich, dass das noch so läuft. Und ja, übrigens, ne, ich glaube, Spieletrend war auch auf 75. Ja, 76 jetzt auch schon. Und auch Outer, wie heißt der? Bei uns in der Gilde. Ekaterina Kure auch 75. Also einige Baden hier nach Zürich auch 78 sogar gekommen, die heute das gleiche hatten. Ja, da müssen wir natürlich auch nochmal schauen, wo wir dann stehen. Ja, Leute, da machen wir mal ein Update. Das ging jetzt relativ gut, der Braunbär und dann nochmal ein Gremlin danach. Jetzt haben wir die Sumpfmampe hier dabei. Die ist mit aktuellem Stand nicht ganz so einfach zu schlagen. Man müsste hier, oder man könnte natürlich viel mehr auf Intelligenz jetzt gehen. Ich überlege, also ich werde nochmal ein bisschen im Waffenladen gucken, ob ich nochmal das ein oder andere Item austausche, beziehungsweise auch im Zauberladen. Neue Waffe überlege ich auch, tendenziell wäre machbar. Ja, lasse ich mal auf mich zukommen, aber wir haben natürlich jetzt auch die Patch schon bekommen und es sind wirklich, haltet euch fest, atemberaubende Ergebnisse. Im Schatten, genau, von 2 möglichen Pets das schlechteste Pet bekommen. Im Licht, von 2 möglichen Pets, ja, J-Klops kann man nehmen, ich werde es mal machen auf dem Server, soweit wie es geht. Bei Erde, Mist bekommen. Feuer, von 2 möglichen Pets, Mist bekommen. Ja, bei Wasser wenigstens bei Wasser. Lief es ganz gut. Ja, Spieletrend muss ich angreifen. Mit Wasser. Ja, ne, ist schon die Frage, mit wem ich jetzt hier angreife, außer mit Wasser selbst. Aber das macht ja nicht so viel Sinn. Ja, welches Pet hat er wohl, ne? Das ist die Frage. Ja, viele Pets kriegen wir auch nur abends. Also, ich spiele mit J-Klops, damit ich auch Tink heute nicht freischalten muss. Zenauk abends. Oh, Lillipon. Also, ich muss jetzt trotzdem Pets Dings machen. Task. Naja. Okay. Hoffe ich, komme ich irgendwie schnell durch. Haben wir Erogenion zufällig dabei? Nee, natürlich nicht. Dann heißt es kurze Quest nehmen, soweit es geht. Oh, ich muss jetzt Glück haben mit Erogenion, ansonsten ist der ganze Tag heute ein Mist. Ganz großer Mist. Ja, Leute, es ist einfach so, ich muss einfach nochmal rein, weil irgendwie 3, 4 Quests später hatte ich Erogenion und hatte ein Pet bekommen, aber dann habe ich erst Tink bekommen. Mit Tink wollte ich ja gar nicht spielen. Und dachte ich, ach scheiße, wieso müssen beide in Erogenion sein? Und eine Quest später direkt kam Lillipon. Das ist irgendwie, weiß nicht, im Video, ist schon wieder sehr viel, ich will es nicht beschreien, ja. Wir werden jetzt halt Spiele drin angreifen. Ich werde jetzt mit Lillipon angreifen. Vielleicht habe ich da eine Chance. Ja, gut. Hätte ich auch schon so gehabt. Aber ja, gut, er hat halt zweites Pet Rudelbonus. Ganz klar, ne? Da können wir jetzt hier zum Beispiel den hier angreifen. Und dann haben wir sogar Okodil schon auf Level 3. Ja, und natürlich muss ich die auch angreifen hier. Die XP holen wir uns rein, aber die fütter ich nicht. Den würde ich füttern. Ja, bei Light überlege ich es mir noch, welchen ich jetzt hier nehme, welches Pet. Ja, und das Schatten müssen wir heute Abend hoffen, dass es auch gut läuft. Ja, das müssen wir hoffen. Ich könnte auch, Schlups könnte ich theoretisch auch probieren, aber ja, ich bin mir ja nicht 100%ig sicher. Ich kam mit 10 auch eigentlich ganz gut klar zuletzt, ja. Ja, also, ja. Wenn jetzt nichts mehr kommt, kommt jetzt die Players to Watch, Leute. Ich werde es im Zeitstempel erwähnt haben. So, Leute, bevor die Players to Watch kommen, wir hatten nochmal ein Streamchen, haben ein bisschen was gemacht und den Char nochmal ein bisschen auf Vordermann gebracht. Es gibt, glaube ich, gerade, wenn ich es richtig sehe, keinen Baden, der höher ist. Level 93, knapp 94. Es ist einfach, dieser Dungeon ist für mich nicht wirklich möglich. Also ich hatte nochmal ein bisschen equipped. Die Items sind fast alle relativ aktuell. Steine ist auch nicht so viel nach oben, also kleinere Werte. Ich hatte mega viel Gold noch auf der Hand, habe geskillt und bin einfach bei 0% und keine Ahnung, habe auch nochmal die Waffe ein bisschen künstlich besser gemacht. Das geht nicht. Ich glaube, ich habe am ersten und am dritten Tag die XP verspielt, die ich hätte gebraucht, um 95 zu werden für den nächsten Dungeon Key. Aber so einen Push können wir auch ein bisschen später machen. Also, wie gesagt, ich glaube, dass es hier bei den Baden jetzt keinen gibt, der extrem ausgerastet ist. Wir haben sonst eigentlich von jeder Klasse
Spieler auf höherem Level. Beim Barden ist es nicht der Fall. Das heißt nicht, dass ich richtig gut gespielt habe, sondern das heißt einfach, dass der Bade jetzt auf diesem Server nicht so beliebt war, zum richtig krass reinpilzen. Wir haben ein paar Spieler, die Spieletrend THC, die nicht weit weg sind. Das ist 1 oder 2 Dungeons oder so, ne? Ja. Auch in der eigenen Gilde habe ich ein paar, die nicht so weit weg sind. Der Push jetzt hier von 75 aufwärts auf fast 90 war nicht ganz so schwer, aus meiner Sicht. Ja, die 2 Stärke-Dungeons davor, die muss man halt legen. Da muss man sich nochmal neu equippen vielleicht. Also das ist jetzt der einzige Vorteil, den ich hier habe. Aber so sieht es auf jeden Fall aus. Und was ich mir jetzt auch nochmal angucken will, ist der Claim. Jetzt war ich das erste Mal beim Elevator auf 96. Also wenn man ungefähr in diese Levelbereiche kommt, kann man auf 96 gehen. Dann kommt eine kleinere Bremse. Und okay, mit unserer Festung 10, sind das jetzt hier 4200 Holz, 1400 Steine. Das ist natürlich nicht wenig, nicht genug, um mich hier gleich auf Gemmine 10 zu pushen, aber nichtsdestotrotz bin ich auch schon mit Festung auf 10 und wenn ich jetzt ja hier alles claime, habe ich glaube ich schon genug Ressourcen, um die Festung auf 10 zu gemmen. Quatsch, die Gemmine, würde ich mal sagen. Wir schauen mal. Das müsste eigentlich reichen. Nicht ganz. Okay, nicht ganz. Also, ich habe sie schon auf 9. Die wird dann heute auf 10 gehen. Lukrative Festungsangriffe sind auf jeden Fall möglich hier oben, wo ich stehe. Ja, Spielertrend hier können wir nochmal nehmen. Der ist zwar nicht der allerlukrativste, aber dem gönnen wir auf jeden Fall auch den Gegenangriff auf mich, denn ich gebe ja auch ein paar Steine ab, kann man so sagen. Die 60.000, also das werde ich heute sehr wahrscheinlich schaffen. Deshalb warte ich noch. Gut, vielleicht muss ich heute noch Glücksrad machen ohne dem nächsten Glücksrad, aber dann späterhin geht es weiter. Und im Elevator geht ja auch noch mal ein bisschen was. Also das ist schon spürbar. Und nicht zuletzt, sind jetzt mittlerweile schon 32 Leute in der Unterwelt. Ich hoffe, dass ich es heute im Laufe des Tages auch noch schaffe. Aber jetzt, Leute, jetzt kommen wir zu den Players to Watch. Jo, und die Players to Watch machen wir ohne Cam. Da kann ich halt auch ein bisschen leise reden. Und ich bin echt gespannt. Möchte mich natürlich entschuldigen, dass das jetzt erst kommt. Ich habe ja gesagt, Tag 3 oder Tag 4 wollen wir einen Fortschritt sehen. Tatsächlich habe ich jetzt in-game doch wieder versucht, das Bestmögliche rauszuholen. Aber ich bin froh, dass wir uns das jetzt hier alles angucken können. Ihr seht, es sind einige Leute dabei. Ich sollte es vielleicht schon erwähnt haben, aber mach's gerne nochmal. Ihr könnt euch unter diesem Video jetzt per Kommentar mit eurem Namen auch bewerben, wenn ihr in der nächsten Folge dabei sein wollt. Ich rechne mit einer nächsten Folge spätestens zum Ende des Elevators. Und wir fangen mal an mit dem Anfängerhuhn. Und der Anfängerhuhn oder Anfängerhahn, der meinte nämlich, dass er wirklich relativ neu mit den ganzen Sachen starten geht. Und mal guckt, wie er so Free-to-Play weitestgehend durchkommt. Der ist jetzt 31 als Berserker. Hat 2 Items mit Sockel gefunden und hat mich hier richtig nice erwähnt, überall. Hat es auch versucht, über Tutorials zu spielen. Es ist natürlich immer die Frage, Tutorials ist das eine, Pilzeinsatz und Zeit ist das andere. Aber ich hoffe, dass er weiterspielt. Seine Gilde hier ist zumindest auch, oder passt ja gut rein vom Level her hier, so wie es aussieht. Ist ja auch immer ganz wichtig. Ich hoffe, die sind aktiv und bleiben aktiv. Das motiviert ja dann auch immer zu spielen. Und ich denke, die Festung ist jetzt gerade Thema, oder? Würde ich denken. Also wenn du Fragen hast, die mitunter vielleicht nicht in einem Tutorial sehen sind, dann schreib es natürlich nochmal gerne in die Kommentare. Als nächstes, ziemlicher Kontrast, kommen wir zu Casey Ryback. Ich habe es richtig ausgesprochen, oder? Casey Ryback. Ein 218er Dämonenjäger, den ich tatsächlich in-game des Öfteren lese.
denn wir schieben uns einige Festungsangriffe hin und her. Ich habe auch noch ein paar von ihm gespeichert, die ich jetzt nicht beantwortet habe. Ja, der spielt einen der Top-Chars. Der hat gut gepusht. Hier braucht man nichts sagen. Es ist vollkommen klar, dass hier in den 13. Stock reingepusht wurde. Und ja, jetzt gilt es hier dran zu bleiben. Ne? So easy peasy lemon squeezy mäßig. Weiter zu spielen, auch wenn vielleicht nicht mega viele Dungeons fallen. Es kommen ja ein paar neue Dungeons, die man freischalten kann. Und im Wirbelsturm kann natürlich immer mal was gehen. Auch die Schattenwelt ist da ja schon komplett ein Thema. Und ja, Rang 16 im Moment, der gehört auf jeden Fall hin. Einer der Dämoniker, die auch, glaube ich, nach Tag 3 schon relativ weit oben waren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dann sind wir hier bei Cataleya. Auch ein Bade. Yay! Hashtag Team Bade. Auf jeden Fall das Discord Anniversary Epic sich gegönnt. Das solltet ihr auf jeden Fall noch machen. Das könnt ihr eigentlich noch bis spätestens morgen machen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ballert euch das rein, gibt ein 5 Attribute oder 3 Attribute Epic, wenn ihr Glück habt, mit Slot. Kann euch auf jeden Fall helfen. Free-to-Play-Charakter. Der, wenn er Pilze findet, die auch investieren will, wie ist es denn gelaufen mit den Pilzen? Also, ich sehe jetzt hier natürlich SA 7%. Also die Getränke sind ganz gut, definitiv. SA könnte halt auch als Free-to-Play-Spieler etwas besser sein, würde ich sagen. Ja, ich denke, das Starterpaket wurde geholt, aber das, ja, ich sag mal, mittlerweile sieht man das schon. Maidenless, ja, weiß ich nicht. Sieht ein bisschen inaktiver aus als die andere Gilde, die wir vorhin gerade hatten. Vom Anfängerhuhn. Ja, würde mich natürlich trotzdem interessieren, wie das aussieht, wie der Plan ist und dass natürlich weitergespielt wird, weil Free-to-Play-Spieler, egal wie erfolgreich sie sind sehr wichtig für die Server, für die Aktivität allgemein. Und auch ein Progress dort zu sehen, ist immer sehr nice. Chaos spielt einen Berserker auch Free-to-Play und hier haben wir auch das Epic relativ zum gleichen Zeitpunkt geholt. Also vom Level her hat er das schon ein paar Male, aber hat auch einen Slot. Ich weiß nicht, ob es immer einen Slot hat oder ob das jetzt lucky ist. Ja, hier, klar, Berserker ist sicherlich im Vorteil gegenüber den Dungeons als der dritte. Dementsprechend ist der Char auch weiter. 14% SA klingt auch schon besser. Ich kann es echt nicht einschätzen, wie viel Zeit man investieren muss und was dann Free-to-Play halt möglich ist im Sammelalbum, aber ihr könnt ja einfach gerne auch mal mitteilen, wie viel Zeit ihr investiert habt für das Sammelalbum. Also das waren jetzt 4 Tage, klar, Pfingsten, es war schönes Wetter. Man hat vielleicht auch nicht so mega viel Zeit. Lässt sich alles verstehen. Die Gilde ist Guznia 49. Sieht auch schon etwas stärker aus. Eine Mischgilde. Polisch-Englisch immerhin. Also gut, keine deutsche Gilde tatsächlich, aber ja, ich weiß nicht, ob einer der anderen Free-to-Play-Spieler sich, wenn er sich in seiner Gilde unzufrieden fühlt, vielleicht dort besser aufgehoben fühlt. Das wäre möglich. Und da kommen wir zu Greedy. Greedy in meiner derzeitigen Gilde als Assassine mit Level 80. Man sieht, er hat also auf jeden Fall auch schön das Epic-Event gespielt. Er ist jetzt 80. Ich gehe davon aus, dass er einen Dungeon Key abblättert und dann kann er auch nochmal einen schönen Push machen, wenn es ganz gut läuft. Vielleicht sogar, gut, leider hat er kein Epic-Event mehr, um dann die letzten Dungeons zu schlagen, wenn man 95 kommen will. Relativ straight. Nichtsdestotrotz, sehr ordentlicher Char, SA 64%. Kann man nicht meckern, ist vielleicht minimal noch mehr drin, aber was soll ich sagen? Ich glaube, ich habe weniger. Ich habe deutlich weniger, also ich sollte mal das Maul halten. Das ist greedy. Macht es auf jeden Fall gut. Tut der Gilde auch gut. Dementsprechend, ja, weiter so 149. Rang. Kann ich jetzt nicht sagen, ob das jetzt wirklich so ist oder ob er ein bisschen niedriger oder höher steht, als er stehen müsste, aber auf jeden Fall ein guter Char, der langfristig auf dem Server auch einen Impact haben kann. Cox 41 aus der Man Group, erster Server seit langer Zeit. Hier zum Beispiel Level 41, aber SA 46%. Jetzt die Frage, sind da Pilze reingegangen? Aber also vom Level ist das SA her gesehen richtig nice. Und er sagt, hey Leute, er begrüßt alle. Nicht schlecht. Ja, Man Group.
Die scheint sogar noch einen Ticken weiter oben zu sein. Das ist eine deutsche Gilde. Eine Gilde, mit der man gut wachsen kann. Oh, da sehe ich zum Beispiel noch einen Spieler aus der Players to Watch. Mindestens der da dabei ist. Also, ja, würde ich sagen. Weiter so. Ja, da kommen wir zu einem, der meinte, das ist sein alter Name. McFit. Zum ersten Mal so richtig am Start. Und ich meine, wenn ich Outer Banks lese, ich habe es bei Casey gar nicht erwähnt, Outer Banks, die derzeitige Rang 1 Gilde, pilzintensiven Krieger ausprobieren, das hat er geschafft. Also als Krieger auch da oben zu stehen auf diesem Levelniveau, das ist wirklich nochmal echt eine Hausnummer. Und vor allen Dingen, wenn es wirklich sein erster aktueller Serverstart ist. Ich meine, er hat da Leute, die da sehr erfahren sind, die haben ihm bestimmt auch Hilfestellung geben können. Ne? Also, und ja, mich würde interessieren, wie viel Pilze er investiert hat, weil ein paar Sachen hat man so gesehen, ein paar Hausnummern, also von Leuten, die über 200 gekommen sind. Ich habe so zwischen 9, 10k Pilzen und 19 bis 27k gelesen. Würde mich immer interessieren, wo er sich dort einstuft. Aber interessant ist natürlich, dass er das auf den 4. Tag gelegt hat. Also das ist natürlich dann schon etwas pilzsparender als der eine oder andere Spieler, der das halt auf 3 gemacht hat. Also selbst wenn es jetzt ein Krieger ist, das macht von den Kosten her tatsächlich schon ziemlichen Unterschied. Und Casey sehen wir zum Beispiel, hat auch schon die Unterwelt schön auf 10, ne, auf Ehrenbruderbasis alle Pakete geholt. Er hier ist, glaube ich, noch nicht dabei. McFit. Ne, lese ich noch nicht. Vielleicht steht er so wie ich da, könnte ich mir vorstellen, dass er das dann versucht, heute nachzuholen. Ja, trotzdem also natürlich ein fetter Truck, gerade ein Krieger da oben. Also wenn er sich da hält langfristig, dann kommt er nochmal richtig schön nach vorne. Ja, da kommen wir zum Neo, gehen leider auf EU1. Hier einen Char, der glaube ich nur Goldquests annimmt und Geschick skillen will. Also so hat er im Prinzip 445 Geschick geskillt. Aber keine anderen Attribute. Also eine Art Projekt-Char. Dafür Level 54. Level gut, SA. Ich will mich nicht beschweren. Er macht ja auch nochmal schöne Werbung für mich. Ja, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Wäre nicht notwendig, aber lese ich natürlich sehr, sehr gerne Neo. Bei Freedom ist er dabei. Freedom, okay. Ist ja gar nicht so schlecht. Die machen Raids sogar. Deshalb in der Ehrenhalle weiter unten. Sieht auch interessant aus, das Team. Liebe Grüße. Ach, Rebell. Ist das der Rebell? Ist das der Rebell oder ist das ein anderer Rebell? 63er Krieger, also es könnte schon auch der Rebell sein vielleicht. Ich weiß nicht, wie die Pläne sind. Da kommen wir zu Nocto. Und Nocto war der aus der Man Group, den ich gesehen habe. Ein Dauerbrenner der Players to Watch. Fast auf jedem Server dabei gewesen. Also kann mich jetzt an keinen erinnern, wo er nicht dabei war. Er hat hier einen Dämonenjäger gespielt. 68 im Level. Das ist prinzipiell gar nicht schlecht. Gutes SA. Er hat auch auf jeden Fall gepilzt im Epic-Event hier. Und ja, ich meine, er ist jetzt 68. Das heißt, er hat sich ganz auf 70 geschafft. Das kann er heute vielleicht schaffen. Ich weiß nicht, ob er einen Dungeon clearen muss, ob er es über die XP schafft von den Quests. Mit 70 dann nächsten Dungeons und die Pets, da gehen nochmal ein paar Level. Und er grüßt mich hier sehr nice. Eingeschrieben 235 €. Das sind 7,2k. Grob gesagt. Auf jeden Fall solide. Ich weiß nicht, ob man mit 7,2k beim Dämonenjäger noch höher sein kann. Also sicherlich ich nicht, aber jemand, der extrem viel Zeit und Know-how und das richtige Glück hat, vielleicht schafft das noch weiter, aber mit 68, der kam halt die ersten Dungeon-Bremsen. Die habe ich ja beim Baden auch gespürt und da muss man halt teilweise auch bereit sein, noch vielleicht dann den einen oder anderen Pilz mehr auszugeben. Ja, also das könnte ich mir vorstellen, dass es sehr knapp gescheitert ist, aber trotzdem gutes Ergebnis. Ich denke, für die Gilde ist er sehr wertvoll, definitiv. Also das ist auch immer nice, wenn man richtig wertvoll ist für die Gilde, persönlich. Finde ich ganz gut. Also bei mir geht es ja auch natürlich, sind das hier andere Hausnummern, aber noch halte ich mich gut über ein Durchschnittslevel. Und hier kommen wir mal zu Tier, was ein sehr, sehr interessantes Projekt ist, weil hier im Prinzip ein Druide von einem relativ
erfahrenen Shakes and Fidget Spieler erstellt wird, den seine Freundin spielen darf. Um das hier auf EU5 vielleicht gemeinsam spielen können. Also das ist ja eine Story, die könnten sich die ganzen Schreiberlinge von den Daily Soaps wie GZSZ oder Berlin Tag und Nacht natürlich nicht vorstellen. Ja, also das ist richtig schön romantisch. Und ja, dementsprechend ist halt jetzt die Frage, ist das jetzt von ihr komplett selber gespielt? Also wie hat sie sich sozusagen angestellt? Oder musste man noch viel helfen? Oder vielleicht hat sie auch schon ein bisschen Vorahnung. Weil es ist natürlich Free-to-Play, wurde auch gesagt. Und zum Serverstart mit 25% SA, sehe ich das richtig? Da wurde ziemlich gut gegrindet. Ah, dann ist es schwierig, noch mehr zu machen. Es kommt ja auch immer auf die Stärke an. Ich denke, es ist noch ein bisschen mehr drin, aber man kann das ja schon relativ gut bewerten. Ich denke, der große Trank ist vielleicht durch Glück aus dem Laden oder durch den Daily Login, weil wenn jetzt der gleiche Kalender wie bei mir, dann hat man den ja. Und ja, ich finde das wirklich, wie gesagt, sehr interessant. Ich hoffe, Pokecarpos auf YouTube, dass er zufrieden ist mit der Leistung, sodass die beiden dann wirklich auf EU5 auch zusammenspielen dürfen. And we come to Wetters Goblin. I think he is from Hungary. And he wrote in English, so I will review him in English. And he said he would like to have another solid top 100 character after World 54. So he was on World 54 in Thunderstorm as well. I played with him. And he just wanted to buy the first 4 packages. And then I think he meant he will just use much more mushrooms when he hits the dungeon break, which would really mean he's going to play long term. So he's level 59. It's Thunderstorm as Scout. I think the char looks pretty good in total. Regarding to the amount of mushrooms, is not that much by just buying 4 packages. Yeah. Yeah. Oh, he's a content creator as well. Oh, I did not know this, to be honest. So maybe you're gonna check him out. But the character in total looks totally solid. It's not enough for top 100 these days, but if he's really long-term in this project, then I think he can do it. Yeah, everybody can do it, to be honest, but the grounds looks really solid. And he got a Scout. He always is able to catch up pretty good. Yeah. Well done. Und last but not least kommen wir zu Xander. Der ist auch bei Free to Win. Haben wir das nicht schon irgendwo gelesen? Ach nein, Freedom war das gewesen. Ein weiterer Free-to-Play-Char. Also wir haben einige Free-to-Play-Chars. Man sieht es irgendwo auch, dass es im Level ähnlich ist. Er als Krieger mit 30% SA für das Level hat also einen kleinen Vorteil gegenüber den einen oder anderen Spieler. Tränke passen im Moment auch ganz gut. Hat natürlich auch einen Stein in der Waffe drin. Das ist, ich glaube, das ist wie ein Sechser im Lotto als Free-to-Play-Spieler, wenn man das erreicht, gerade ohne den Schmied. Ja, nice. Also, Mushrooms P0. An der Stelle größten Respekt vor allen nochmal Free-to-Play-Spielen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich werde es noch 1000-mal sagen gefühlt. Für mich sind Free-to-Play-Spieler so wichtig. Ich ziehe da meinen Hut vor. Ich kann es nicht, schon allein aus Zeitgründen schwierig, aber auch, weil ich viel zu sehr an das Pilzen gewöhnt bin. Ich weiß viel zu sehr, wie wichtig es ist. Ist jetzt nicht so, dass ich es jetzt permanent immer so aktiv schätze, aber wenn ich es mal nicht hätte, wüsste ich definitiv, das würde mich in meiner Motivation echt zurückführen. Hat natürlich auch den Nachteil, dass man sich dann hin und wieder mal hinreißen lässt, ne? Noch ein paar Pilze mehr auflädt und so. Das muss jeder dann natürlich für sich selber wissen. Ein Free-to-Play-Spieler mit Zero Mushroom Pit. Also anscheinend nicht mal. Ich weiß nicht, ob er jetzt das Starterpaket nicht mit reinzählt oder so. Aber ist ja auch wurscht. Für mich ist es wurscht mittlerweile. Für mich gehört das Starterpaket dazu. Jetzt habe ich
habe ich den Faden verloren und gesehen, dass ich ja bei Xia stehe. Wir müssen ja Xander angucken. Also jedenfalls, Hut ab davor. Sieht weiter durch, Free-to-Play-Spieler, damit wir auch da sehen, wo es vielleicht bei einem einen oder anderen besser lief oder schlechter lief. Kann man einmal drüber reden auch und Erfahrungen mit der Community teilen an der Stelle. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut auf jeden Fall rein. Macht Tschüss und Servus. Euer Basti. Ciao.